Schaut euch meine Farbe an. Siehst du rot, dann bleibe stehen. Nur bei grün, da darfst du gehen. Schau dich trotzdem noch mal um. Manche Autos sind sehr dumm. Erst wenn alle auf dich warten, kannst du sicher gehen. Willkommen in der Straßenmeisterei Moppenklötzchenscheune. Mein Ampelmännchenname ist Blockstar und Freunde, heute müssen wir über Straßen reden. Über das alte Straßensystem. Das neue Straßensystem ist auch cool. Ich will hier keine Diskussion vom Zaun brechen. Ich habe es mir auch zugelegt. Gerade diese Platten, diese grauen großen Platten sind perfekt für Dächer von großen Fabrikhallen oder für Dioramen. Also ich bin da auch ein Fan von. Stelle ich euch aber später noch einmal vor. Heute reden wir aber über das alte, ich nenne es jetzt mal hier konservative Straßensystem, nämlich diese Grundplatten. Diese sind ja nun mal EOL, beziehungsweise kriegt man sie nicht mehr. Modbricks hat aber neue aufgelegt. Ich weiß, dass es in Asien und von anderen Herstellern auch Straßenplatten gibt, aber da hat man oft das Problem, dass die gelbe Streifen haben und ich finde, das passt nicht zu einem europäischen Straßenbild. Und Modbricks hat hier 5 Straßen für 15 € auf den Markt gebracht, hier und auch mir zur Verfügung gestellt, um sie euch zu zeigen, die relativ gleich aussehen wie die bekannten, außer dass die Gullideckel hier etwas dicker sind. Zeige ich euch gleich, wenn wir am Bautisch sind. Jetzt wundert ihr euch am Bautisch, warum, wenn er Straßenplatten, was kann er denn da zeigen? Ja, naja, ihr habt es ja am Thumb schon gesehen, Modbricks hat halt nicht nur an die Straßen gedacht, sondern auch um das Drumherum. Das, was wir ja bei Lego jetzt bei dem neuen System auch kennen, hat Modbricks hier aufgelegt für das alte System, beziehungsweise sich an die guten alten Werte von Lego erinnert. Denn Lego hat früher ja auch so ein kleines Paket mit, Verkehrsschildern rausgebracht. Und die 1826908, so heißt sie, das Prototypchen, 135 Teile mit Ampeln, mit Verkehrsschildern, sogar mit so Baken, Absperrbaken für Unfälle zum Absperren von der Polizei oder für die Baustelle. Richtig cool. Hier steht zwar drauf, dass der Florian das designt hat, hat er aber nicht. Das hat ein Chinese bzw. der Teilelieferant für Modbricks gemacht, hat bloß wohl fälschlicherweise hier diesen Aufkleber, diesen Aufdruck übernommen. Ist ein Prototyp. Wann es das zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Aber da ich gerade so hart an meiner Stadt am Werkeln bin, brauchte ich jetzt hier unbedingt dieses Set und wollte es euch vorstellen. Also ich will es euch vorstellen, um es dann hier aufbauen zu dürfen, denn ich darf das behalten. Da freue ich mich drüber. Also 135 Teile, das wird ein sehr, sehr langer Speedbild, also wahrscheinlich gar keiner. Ich packe es auf und erzähle euch dann gleich was, während ich es aufbaue. Ja, und dann hat mir Modbricks noch von der Firma Maika, ich kenne sie gar nicht, so aufklebbare Straßen zur Verfügung gestellt. Ein kleiner Gag. Ich werde mir nachher mal gleich so ein bisschen auf meinen behaarten Arm kleben und dann bauen wir da mal ein paar Minifiguren drauf. Gucken mal, was das Zeug hält. So, genug geredet, denn ihr wisst immer noch, die Wahrheit liegt immer hier auf dem Bauflies. Ja, Freunde, rechts vor links, ne? Eigentlich aber das ganz rechte von mir aus gesehen kommt zum Schluss. Fangen wir mit den Verkehrsschildern an. Nein, auch nicht, denn keine Verkehrsschilder ohne Straße. Das sind diese 5 Straßen hier. Ihr seht eigentlich schon auf den ersten Blick, sie sind auch genauso Dark Bluish Gray von Modbricks, eingepackt in Folie. Ich mache sie mal auf. Es knistert jetzt. Oh, und ich sehe schon, die Straßen sind alle einzeln eingepackt. Und wir haben hier eine gerade, eine Kurve, eine Kreuzung und eine T-Kreuzung. Eigentlich ziemlich cool. Ich finde das cool, dass sie extra eingepackt sind, auch wenn es, naja, wir wissen, der Umweltgedanke, aber irgendwie so zerkratzen die nicht, wenn sie so aufeinander schubbeln. Jetzt fangen wir, T-Kreuzung machen wir nicht. Wir nehmen einfach mal hier eine Kurve, dann kann ich euch gleich nämlich hier auf der Kurve auch ein bisschen die Schilder aufdotzen. So, wir machen es einmal auf und dann können wir mal vergleichen, beziehungsweise die Qualität. So, fühlt sich genau gleich an, hat hier so einen kleinen Schleier, vielleicht verbogen beim Transport. Ich schau mal. Ja, auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, mein Bauflies ist immer so ein Punkt, da ist es, sie sind vielleicht ein Tucken heller, wenn man mal gucken kann, aber nur ein Tucken, wenn ihr mal schaut. Ich lege jetzt auch noch mal hier die daneben, damit ihr ein bisschen das sehen könnt. Ich glaube, die sind ein Tucken heller und die hat hier einen kleinen, ja, so ein, wie sagt man das?
Stressmarke, das kommt wahrscheinlich vom vielen Biegen. Ich habe die Straßen schon hier länger. Wir packen sie jetzt alle aus. Komm, Freunde. Aber das Wichtigste kommt ja jetzt eigentlich für mich hier, die Verkehrsschilder vom vermeintlichen Florian, der kein Florian ist. So, ich packe es erstmal aus, pickepacke voll und dann kann ich euch den Karton zeigen, aber wie gesagt, der ist eigentlich ja nur Prototyp. Also der wird wahrscheinlich noch einen Tucken anders aussehen. Auf jeden Fall kommt das Florian weg. So, wir haben als Anleitung hier so ein Faltblatt, wie wir die Ampeln und Schilder bauen. Ich lege sie mal hier hin. Wir haben also theoretisch 8, 9, 18 Bauschritte und wir haben 1, 2, 3, 4 Tüten und ich glaube, ich mache jetzt doch mal hier auf, baue und schaue mal, wie langsam ich den Speedbild machen kann, um euch ein paar Fakten zu erzählen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute lasse ich euch die Fakten von einem richtigen Verkehrsexperten erzählen, nämlich meinen lieben Freund Carsten vom Discord aus der Verkehrsleitzentrale Mannheim. Hallo Freunde der Klemmbausteine, der Blockstar hat mich gebeten, euch ein wenig was über Ampelanlagen zu sagen. Die erste Ampelanlage in Deutschland ist im November 1924 in Berlin in Betrieb gegangen und wurde noch per Hand von einem Polizisten geschaltet. Heutzutage übernimmt das ein Verkehrsrechner, der die Steuerung übernimmt. Sollte mal der Verkehrsrechner ausfallen, keine Angst, Anlagen laufen draußen vor Ort in eigenständigen Programmen weiter, bis sie wieder Kontakt zu einem Verkehrsrechner haben. Was für euch Ampeln sind für uns in der Verkehrsleitzentrale LSA, Lichtsignalanlagen, bei der Polizei auch LZA genannt, Lichtzeichenanlagen. Manchen kommt es oft so vor, dass sie ewig vor einer roten Anlage stehen und es nie grün wird, gefühlt ewig und 3 Tage. Meistens ist es aber nicht der Fall. Die Anlagen haben Signalprogramme, die zum Beispiel 160 Sekunden lang sind. In diesen 160 Sekunden ist ein kompletter Umlauf. Das bedeutet, dass alle Richtungen einmal grün hatten. Natürlich kann das durch eine Bevorzugtschaltung einer Straßenbahn oder eines Busses unterbrochen werden. Und dann ist man erst halt beim zweiten Umlauf dran, dass man grün bekommt. Also wartet ein bisschen und fährt nicht über Rot. Euch sind natürlich auch die schwarzen Streifen auf dem Boden aufgefallen. Das sind die sogenannten Detektoren. Die messen, ob ein Fahrzeug in den Magnetfeld einfährt und dadurch euch auch eine schnellere Grünphase geben kann. Das gleiche gibt es natürlich auch mit einer Kamerasteuerung, die dann oben auf dem Mast sind. Manche halten das für Radaranlagen, die natürlich aber anders da aussehen. Die sind viel kleiner, die Radaranlagen sind ja viel breiter. Egal von welcher Firma die Ampelanlage ist, sie muss beim Ausfall einer Rotlampe komplett ausgehen. Weil es wäre die gefährlichste Situation, wo wir haben könnten, wenn alle fahren würden, weil er nicht sieht, dass rot ist. Deswegen, wenn ihr mal eine Ampelanlage vor euch habt, die nicht leuchtet, haltet euch an den Schildern oder wartet ein bisschen, ob vielleicht doch nur die Grün- oder Gelbbirne defekt ist. Weil rot muss immer funktionieren. Ich hoffe, ich habe euch somit einen kleinen Überblick über Ampelanlagen geben können. Nun ist wieder der Bloxy dran, der euch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählt über andere Sachen. Ich wünsche euch was. Ja, Freunde, da sind wir fertig. Aber bevor ihr das Ergebnis bewundern könnt, beziehungsweise ich euch präsentiere, noch ganz kurz ein Wort zur Anleitung. Typisch chinesisch, die Steine, die wir benötigen, hier oben bei dem Bauschritt und dann immer mit roten Pfeilen wird angedeutet, wo etwas aufgenoppt wird oder bewegt oder beklemmt wird. So, packen wir zur Seite und schauen uns jetzt das Ergebnis an. Und das finde ich wirklich cool. Muss echt sagen, dass es schön europäisch daherkommt, auch wenn wir hier 2 gelbe Schilder haben. Und auch diese Ampel ein bisschen, die sieht ein bisschen aus, wie ich mir eine Ampel an der Wall Street vorstelle, also in Amerika, Broadway, Downtown irgendwie so. Und diese sieht ein bisschen oldschool aus, aber an sich die Komposition, sage ich euch jetzt schon, gefällt mir sehr gut. Vielleicht aber aus dem Grund, weil ich finde, man kann so Verkehrsschilder nie genug haben in einer Stadt. Deswegen habe ich mir ja auch neulich dieses Lego Bauarbeiter 4 Plus Set geholt, weil es da ja auch Schilderchen dabei gab. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, wenn nicht, schaut mal oben auf den i. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Schilderchen oder Barken. Hier habe ich für euch mal das Polizeibarkenschildchen. Man sieht schön Polizeikontrolle.
Die blauen Lampen sind ein bisschen milchig, aber sie sind hohl, kann man wahrscheinlich gut beleuchten mit etwas, ja, LED-Technik. Dann haben wir hier das Bauarbeiter-Baken-Set mit dem gelben Bauarbeiter-Set. Auch hier ist ein bisschen dieser 1x1 Round ein bisschen, ja, milchig. Ganz, ganz spannend finde ich diese Barke mit den 3 gelben Pfeilen, also Richtungspfeile, die man auch bewegen kann, weil sie alle hinten mit diesen C-Clamps aufgenoppt sind. Das zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz. So. Und somit kann man das schön in die Ecke stellen und auch in Kurven sicherlich ganz cool. Gefällt mir. Also gerade so, ja, kann man vielleicht Radwege abgrenzen, weiß ich nicht. Gefällt mir ganz gut. Die Ampel hier, Technik, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe mich sogar ein bisschen verbaut. Wenn der Jörn Technik baut, ist es immer so. Natürlich haben wir jetzt hier keine Transclear. Aber für eine statische Ampel, für eine Stadt, finde ich es gar nicht uncool. Und ich zeige sie euch nachher auf meiner Straße genoppt. Da finde ich, sie sieht richtig gut aus. Diese Ampel hier ist etwas oldschool, erinnert mich an eine sehr, sehr alte Ampel. Ist eine Ampel, die in alle Richtungen zeigt. Schwarz, habe ich lange nicht mehr gesehen. Gibt es so in Deutschland, glaube ich, auch ganz selten, eine Ampel, die in alle Richtungen zeigt. Aber auch ganz cool und vor allen Dingen viele Brick Modified dabei. Ich finde die Steinchen hier alleine, ist dieses Set, diese 9,95 €, glaube ich, sind es richtig wert. Und kommen wir mal zu den Steinchen. Ich habe hier nämlich was, ist mir aufgefallen, dass hier solche, ja, 1x1 Round Steinchen dabei sind, die ich so vorher noch gar nicht kannte. Vielleicht, weil ich, weiß ich nicht, zu wenig fremd baue, zu wenig auch mal vielleicht Lego baue. Jetzt kriege ich sie gar nicht ab, aber ihr merkt es doch da, ich zeige ihn euch. Dieser 1x1, ja, dieser braune 1x1, der auch durchgängig ist zum Durchstecken, der oben und unten eine Noppe hat, finde ich richtig, richtig cool. Damit werden diese Schilder hinten auf so eine C-Clamp draufgesetzt und hier vorne dran gemacht und dann einfach auf den Stab und diese ja, 2x2 Jumper Plate drauf gemacht und zack, schon haben wir unser Stoppschild. Das Stoppschild sieht auch nicht ganz europäisch aus, beziehungsweise deutsch, einfach weil das Stoppschild hier zu sehr den Kreis ausfüllt. Sonst ja hier, ne, Achtung und so, also richtig schön. Wir haben jetzt hier, ne, einige Schilder, die haben wirklich nur diese C-Clamp hinten dran, andere diese, ja, braunen Bruchs. Eigentlich sind es ja Baurichtungs-Umkehrsteinchen. Da schaut das mal hier auch, Achtung Ampel, 30 in der Kurve und so weiter und so fort. Also ich muss echt sagen, ein schönes, kleines Verkehrsschildchen-Set. Und ich meine, wir haben jetzt hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alleine, dass wir 12 2x2er Jumper Plates haben, finde ich schon richtig cool. Ja, Freunde, dann schauen wir uns gleich nochmal hier auf meiner Straße ins Gesicht. Ich klebe mir diese andere Straße nochmal auf den Arm. Mal gucken, wie weh das tut. Und dann zeige ich euch nochmal ein bisschen, wie diese Schilderchen auf einer Straße aussehen könnten. Ja, Freunde, da sind wir jetzt auch schon am Ende hier auf unseren Schilderwald auf meiner angehenden Hauptstraße angelangt. Ich muss sagen, die gefallen mir richtig gut, die Schilderchen. Die Ampel hier besonders, die hat sowas wirklich, ja, von so einer Hauptstraße, auch wenn die Steine farbig sind. Vielleicht kann man da noch mit ein bisschen Kabel irgendwas beleuchten, weiß ich nicht. Ich weiß, da euch da draußen sind bestimmt einfach keine Grenzen gesetzt. Ihr seid da eh super kreativ. Mir gefällt es. Ich bin wirklich, weil es mich wirklich so ein bisschen erinnert an diese kleinen Packungen, die man früher als Kind hatte. Also ich hatte sie, die sind mittlerweile in meiner alten Kinderkiste alle leider abgebrochen. Und ja, 9,95 finde ich gar nicht so teuer. Denn ich kann mich erinnern, früher hat meine Pizza 8 Mark gekostet, heute kostet sie 8 €. Das hätte, glaube ich, auch mal 5, 6, 7 oder 8 Mark gekostet. Also von daher passt das ja alles. So, aber was ich euch jetzt noch sagen wollte ist, wie dieses Tsuru Mayaka Road Toy Block Tape ist, also ist ein Klebeband, 1,2 Meter lang. Ich habe mir mal hier so ein paar Sigfigs von meinen YouTube-Freunden geholt und jetzt schauen wir mal, ob ich mir die auf meinen Arm kleben kann. Ach, hier soll man das einschneiden, also auch live jetzt hier so ein bisschen, live und Tape. So, zack. Damit können sich also Kinder irgendwie ihre Straßen überall hinkleben. Da freuen sich Mama und Papa bestimmt sehr. Aber vielleicht als kleiner Gag im Auto, so auf dem Armaturenbrett, um seine Lieblingsfiguren hinzustellen, ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Ist auf jeden Fall sehr gut eingepackt hier. Zack, zack, zack. So, jetzt habe ich es auf. Sicherlich nicht die feine englische. Dann schauen wir mal, wie das klebt. Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Es riecht ein bisschen nach Kaffee. Komisch. Gummi, der nach Kaffee riecht. So, so lang ist das, also 1,5, na Quatsch, 1,20 Meter. Also ich könnte mir jetzt hier auch noch eine noppige Fahrradstreifen auf meine Straßenplatten der Stadt kleben.
Aber wir kleben uns jetzt mal hier so ein bisschen davon. Man kann es ja schneiden, deswegen testen wir das auf meinen Arm. Ich schneide es hier durch. Zack, zack, zack. Dann gucken wir mal, wie das klebt. Und wie einfach man das abkriegt. Und vor allen Dingen, wie enthaart danach meine Arme sind. Oder ich habe für immer Noppen auf meinem Körper. Das ist ja cool, oder? Nehmen wir hier den rechten Arm, den brauche ich eh nicht. So. Hält. Jetzt stelle ich mir hier den Kamerin da drauf. Klasse. Den AT. Den Ben. Den Michael von Stein auf Stein. Und den André. Jäger der verklemmten Steine. Und die Header muss auch noch dahin. Die kommt hier rein. So. Freunde, guckt, ich habe meine eigene Straße auf dem Arm, die Figuren halten. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Vielleicht ein lustiger Gag, wenn man wirklich im Armaturenbrett seine Lieblingsfigur haben möchte. Oh, hätte das runtergefallen. Also, wirklich vielleicht ein lustiges kleines Gag. Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder damit irgendwie durch die Wohnung kleben lassen würde, aber vielleicht habt ihr zu Hause ja für eure Kiddies den richtigen Platz auf der Spielbank, wie auch immer, oder in der Gartenbude, weiß ich nicht. Aber fürs Auto wahrscheinlich, also ich werde es versuchen, in mein Auto zu kleben, irgendwo an der Ecke. Ich habe da immer meinen roten Stormtrooper und der passt da vielleicht ganz gut drauf. So, schaut mal, die coole Gang. Ja, Freunde, ich muss sagen, es hat mir wieder Spaß gemacht. Danke an Modbrick für diese Schilderchen. Danke an Carsten für die Infos. Wenn ihr Carsten treffen möchtet, mal mit ihm sprechen möchtet, kommt einfach zu mir auf den Discord, bis auf unserem Discord. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie auch alles andere, wie ihr an dieses Set kommt. Wobei, Prototyp, ich weiß gar nicht, wann es kommt, genau. Also, in diesem Sinne, Freunde, allzeit gute Fahrt. Bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Blockstar. Das war der AT.